Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns Top 5 Altcoins an, die es im Jahr 2021 so gibt und die man sicherlich betrachten sollte. Außerdem gucken wir uns die Bitcoin-Preisprognose von JP Morgan an, die davon ausgehen, dass der Bitcoin langfristig die 146.000 US-Dollar erreichen wird. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch die Bitcoin-Ebbe bei den Kryptobörsen an und warum das so ist. Wenn euch diese Themen grundsätzlich gefallen, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr in Zukunft auch keine Inhalte mehr verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt schon direkt ein Abo dalassen. Wir gucken uns nun einmal die drei Themen an. Wir fangen natürlich mit dem Thema Nummer 1 an und hierbei geht es um die Top 5 Altcoins für 2021. Das Jahr ist erst sehr, sehr frisch gestartet, wie wir alle wissen, und da macht es natürlich schon mal Sinn, darüber zu sprechen, was man dann eigentlich an Altcoins so betrachten sollte und beobachten sollte, denn es gibt ja neben dem Bitcoin und neben ETH eben noch weitere Altcoins, die absolut interessant sind, um dort vielleicht die eine oder andere Position aufzumachen. Am Ende des Tages ist es sowieso sinnvoll, das Thema der Diversifizierung hier zu betrachten. Der erste Trader, der sich hier zu Wort meldet, ist Michael van der Popp, der schon häufiger in Erscheinung getreten ist. Er ist hauptberuflicher Trader an der Amsterdamer Börse und hat dazu Folgendes gesagt. Bevor diese Korrektur passiert, haben wir gesehen, dass in den letzten Wochen mit Polkadot, mit Cosmos, mit Cardano, mit ETH, mit VeChain und Celica all diese großen Coins schon gut gelaufen sind und das Geld in Richtung dieser geht, bis Bitcoin wieder anfängt zu beschleunigen. Denn das ist tatsächlich ein Fakt, wenn der Bitcoin massiv ansteigt, dann ist es in der Regel so, dass die meisten Altcoins dieser Bewegung erst einmal nicht folgen. Erst dann, wenn es um den Bitcoin ein wenig ruhiger wird oder wenn es die ein oder andere Konsolidierung gab, ist es normalerweise so, dass in dem weiteren Zyklus die Altcoins nochmal einen enormen Aufschwung erleben. Das ist jetzt bei ETH genauso gewesen. Vor einigen Wochen waren wir noch ungefähr bei $600 unterwegs und nun sind wir bereits auf über $1000 angestiegen und das eben nur, weil der Bitcoin einen sehr, sehr kurzen Zeitpunkt eine Verschnaufpause gemacht hat und seitdem bei ungefähr 32.500 US-Dollar zum jetzigen Zeitpunkt liegt. Man sieht auf jeden Fall, welche Möglichkeiten eben bestehen und wenn diese Positionen schon früher aufgemacht werden, dann hat man natürlich langfristig gesehen den großen Vorteil, hier natürlich sehr, sehr gute Renditen erwirtschaften zu können. Das große Problem ist aber vor allem, dass es vielleicht auch Coins gibt, die vielleicht gut auf dem Papier aussehen und wo auch die Idee gut ist, wo es aber am Ende dann leider an der Umsetzung hapert und scheitert oder vielleicht auch an den Geschäftsführern. Da muss man also extrem aufpassen. Wir haben unendlich viele Coins, in die man potenziell investieren könnte. Deswegen würde ich mich an eurer Stelle eher Richtung Top 20, Top 30 vielleicht orientieren und natürlich auch vorher das White Paper lesen, um überhaupt zu verstehen, worum es hierbei geht. Und dann sollte man natürlich auch betrachten, wie sieht dann eigentlich die Marktkapitalisierung aus, wie sieht dann eigentlich das Handelsvolumen aus und so weiter und so fort, um überhaupt festzustellen, dass es hier überhaupt Aktivität gibt und dann sollte man sich vielleicht auch noch angucken, wie groß die Community eigentlich ist. Das ist also die eine Aussage und dann gibt es eine weitere Person und zwar Lark Davis, der ebenfalls über seine Top 5 im Jahr 2021 gesprochen hat und er geht davon aus, dass natürlich ETH ganz vorne dabei sein wird und davon gehe ich persönlich auch aus. Dann sieht er mit Cardano eben den zweiten Platz in Anführungsstrichen. Die beiden sollen wohl ordentlich an Rendite erwirtschaften können. Dann geht es weiter mit Polkadot und Chainlink, die beiden in der Top 10 unterwegs sind. Und dann hat er einen vermeintlichen Geheimtipp, und zwar Elrond, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob das Ganze in der Art und Weise so funktioniert wie ETH2. Das ist nämlich auch seine Aussage. Elrond ist im Grunde alles, was ETH2 sein will, aber heute das große Problem ist hierbei natürlich, dass ETH 2.0 erst am 1.12.2020 gestartet wurde und hier ist natürlich noch einiges an Entwicklung umzusetzen, bevor
bevor man wirklich Vergleiche ziehen kann. Von daher würde ich persönlich davon eher Abstand nehmen und dann doch eher in die Coins in der Top 20 investieren, wenn ein Projekt wirklich interessant für mich aussieht. Was haltet ihr von den Themen und glaubt ihr, dass eine dieser genannten Kryptowährungen 2021 durch die Decke gehen wird? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Gucken wir uns das zweite Thema an und hierbei geht es vor allem um die Prognose von JP Morgan. Und zwar sprechen sie darüber, dass der Bitcoin langfristig bei 146.000 US-Dollar landen soll. Das Ganze wird selbstverständlich auch entsprechend erklärt und das Spannende ist natürlich daran, dass der Investmentbanking-Riese JP Morgan in der Vergangenheit eher nicht unbedingt zum Bitcoin stand, aber kontinuierlich scheint sich die Meinung der Verantwortlichen hier zu verändern und deswegen gibt es auch diese entsprechenden Statements. Und wir gucken uns nun eine Notiz an, die veröffentlicht wurde und zwar heißt es in dieser: Eine Verdrängung von Gold als alternative Währung impliziert langfristig ein großes Aufwärtspotenzial für Bitcoin. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin in Höhe von rund 575 Milliarden US-Dollar müsste um das 4,6-fache steigen bei einem theoretischen Bitcoin-Kurs von 146.000 US-Dollar, um mit den gesamten Investitionen des privaten Sektors in Gold über börsengehandelte Fonds oder Barren und Münzen gleichzuziehen. Das klingt auf jeden Fall machbar, ist aber natürlich immer noch ein weiter Weg. Trotzdem geht JP Morgan potenziell davon aus, diese Werte von 146.000 US-Dollar in der Zukunft sehen können und das, weil der Bitcoin eben das neue Gold ist, das digitale Gold, das dann also über einen mehrjährigen Prozess eine deutlich höhere Akzeptanz eben genießen könnte. Und vor allem sprechen sie natürlich dem Bitcoin die ganzen Chancen zu, weil sie natürlich eindeutig sehen, dass die Institutionen große Allokationen vorgenommen haben und das wahrscheinlich auch in Zukunft noch tun werden. Wir haben es mitbekommen, der Bitcoin konnte über 300% im Jahr 2020 steigen und hat damit eben Höchstwerte von über 34.000 US-Dollar erreichen können. Und sie gehen halt davon aus, dass 50 oder 100.000 US-Dollar auf kurze Sicht zwar möglich sind, aber das wären eben nicht nachhaltige Preise. Sie gehen also eher davon aus, dass es langfristig gesehen deutlich sinnvoller ist, also den Horizont zu nutzen. 146.000 US-Dollar wären eben die Werte, die Sie für wahrscheinlich halten. Und das macht natürlich Sinn, gerade wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, wie stark denn eigentlich die Akzeptanz von Bitcoin bei den institutionellen Anlegern gestiegen ist und vor allem, wie viel Kapital da eigentlich investiert wurde. Und das sollte sicherlich in Zukunft weiterhin dazu führen, dass es weitere Bestände gibt, die aufgekauft werden und die natürlich dazu führen, dass wir dadurch eine Verknappung quasi bekommen und auf der anderen Seite sollte dadurch automatisch eben auch der Bitcoin-Preis exponentiell anwachsen. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für uns bereithält. Es sieht alles sehr, sehr spannend aus und wir sehen auf jeden Fall, dass sogar die großen Banken, die natürlich ein ganz anderes Know-how haben und ganz andere Möglichkeiten haben, trotzdem davon ausgehen, dass der Bitcoin vor allem in den kommenden Jahren absolute Höchstwerte erreichen kann. Glaubt ihr, dass JP Morgan recht hat? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Gucken wir uns das letzte Thema an und hierbei geht es vor allem um die Bitcoin-Rücklagen, die von Kryptobörsen verschwinden. Es geht dabei natürlich nicht um einfach irgendwelche Hacks oder ähnliches, sondern vielmehr um Investoren, die sich dazu entschieden haben, ihre Bestände abzuziehen. Wir sehen hier eine sehr, sehr gute Grafik von Viewbase, die also aufgeschlüsselt haben, wie sich in den letzten 6 Monaten oder sogar darüber hinaus eben die Bitcoin-Bestände an verschiedenen Börsen verändert haben. Und wir merken relativ schnell, dass hier der Trend rückläufig ist. Also gibt es immer mehr Investoren, die ihr Kapital, ihre Kryptowährungen von den Börsen abziehen. Das könnte zum einen natürlich der Grund sein, dass sie eben mehr hodeln, als ihre Gewinne mitzunehmen, weil sie davon ausgehen, dass in Zukunft vor allem der Bitcoin-Preis weiter ansteigen wird. Vielleicht haben sie aber auch Respekt davor, dass sie vielleicht gehackt werden, also das heißt die Plattformen und dass dadurch die Bestände dann vielleicht weg sind, weil man sich natürlich trotzdem bei den Themen hier mit dem Thema der Verwahrung auseinandersetzen sollte und dafür würde ich euch auf jeden Fall den Ledger empfehlen. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung, den ich selber dafür nutze, um Kryptowährungen zu verwahren. Das ist aus meiner Sicht der sinnvolle
sinnvollste Weg. Und es könnte natürlich auch einige Investoren geben, die sich die Frage gestellt haben, wie funktioniert das eigentlich mit der Verwahrung und was ist hier der sicherste Weg? Und da kommen natürlich Hardware-Wallets relativ schnell um die Ecke und das kann sicherlich auch hier diesen Rückgang begünstigt haben. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie viele Kryptowährungen oder beziehungsweise wie viele Bitcoins haben denn die meisten Exchanges, und das ist hier relativ schön aufgeschlüsselt. Insgesamt verwalten die genannten knapp 1,5 Millionen Bitcoins overall. Es gab in den letzten Wochen und Monaten nur 3 oder 4 Plattformen, die Zuflüsse verzeichnen konnten. Zum Beispiel Bitfinex mit über 10.000 Bitcoins, die dazugekommen sind, Bitstamp mit knapp 1.000, Poloniex mit auch ungefähr 1.000 und der Mining Pool BTC.top konnte hier ebenfalls 124 Bitcoins dazu gewinnen, die sie verwalten dürfen. Wenn man sich nun die Bestände anguckt, dann sieht man relativ schnell, dass Coinbase hier ganz klar ganz oben mit dabei ist. Ansonsten ist es natürlich so, dass hier immer weniger Bestände gehalten werden, weil die meisten sie eben selber verwahren, weil sie langfristig davon ausgehen, dass die Kryptowährungen anziehen werden. Und das ist natürlich auch relativ leicht zu begründen. Das liegt natürlich vor allem an den institutionellen Investoren, die in den Markt strömen. Viele gehen davon aus, dass es natürlich eine Art Boom eben heraufbeschwören wird beim Bitcoin auf lange Sicht. Wir haben jetzt schon einen gesehen, aber es soll dann eben noch ein deutlich stärkerer kommen. Und das macht natürlich Sinn. Vor allem haben wir das nächste Problem, dass natürlich nicht mehr 21 Millionen Bitcoins potenziell in Umlauf sein können, weil bereits knapp 7,2 Millionen entweder verloren sind oder ultra lange gehalten worden sind, und deswegen geht man davon aus, dass diese nie wieder auf den Markt zurückkommen werden. Das heißt also, man hat nur noch knapp 18,5 Millionen Bitcoins, die man tendenziell nutzen könnte, um diese zu handeln und so weiter. Es sieht also extrem spannend aus. Wir haben also immer weniger Bestände auf entsprechenden Plattformen, die also so auch nicht verloren gehen können. Auf der anderen Seite sieht man aber ganz klar, dass sich das Verhältnis hier weiter verändert. Normalerweise war es in der Vergangenheit so, dass Investoren eher Gewinne mitgenommen haben, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten, und nun ist es eher so, dass man eben langfristig hodelt, um eben bessere Renditen noch zu erwirtschaften. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.